Hallo, willkommen beim Pausenbacker-Report Livestream. Heute mit dem Thema Goldaktien 10 Monate Anstieg voraus. Disclaimer. Goldaktien 10 Monate Anstieg voraus. Bullische Goldaktienphasen, Hui-Gold-Ratio, sind nie länger als 11 Monate. Vom November 2000 bis November 2003 gab es drei Anstiegswellen von jeweils 6 und 8 Monaten, die den Index ähm, mehr als verfünffachten von 0,315 auf 0,636. Aktuell sind wir 0,11 oder so. Sollten wir am 25. Juli 2022 das Tief gesehen haben, könnte der Index in den kommenden 5 bis 11 Monaten durchgehend zugunsten von Goldaktien ansteigen. Das heißt, von Januar, Juni 2023 könnte eine größere Korrektur beginnen. Einige Goldaktien könnten also schon sehr früh ein Hoch erreichen, Dezember, Januar, andere später Februar bis Juni. Ähnliche Kursentwicklung gab es auch in 1980er und Mitte der 1990er Jahre, bei dem die ersten Hoch im März und dann bis in den Oktober verteilt erreicht wurden. Deshalb ist es nicht vorhersehbar, wann man welche Aktie hier hoch erreichen wird. Ein kluger Investor sagte einmal auf die Frage, ob es immer am Höhepunkt verkaufte, dass er das nie schaffte. Er habe immer zu früh verkauft, was ihm aber trotzdem erfolgreich machte und es ihm lieber war, als hätte er zu spät mit Verlusten verkauft. Ja, hier lieber zu früh verkaufen als zu spät verkaufen. Das ist ganz klar. Aber momentan sind wir eben am Boden vom Verkaufen. Kann keine Rede sein, sondern es von Zukaufen. Vermutlich liegt also irgendwo ein Anstieg, wie das eben auch andere Statisten sehen, von 5 oder 8 Monaten vor uns. Hier war Interview von dem Statisten, hier Gold Ventures, würde ich Ihnen im Video auch verlinken, dass Sie den auch folgen können. Der meinte am 10. November 2021, dass wir in den nächsten 18 Monate vom November 21 aus dann am Ende Gold 2750, Silber 65, GDXJ 125 Dollar sehen. Das wäre dann von jetzt aus gesehen circa in 8 Monaten. Wir werden es sehen. Keiner hat eine Glaskugel, aber ich denke mal, irgendwelche Bewegungen, wie wir sie in der Vergangenheit hier, wie Sie es auf der rechten Seite sehen können, dürfte bevorstehen. Das Interessante ist, diese Bewegungen laufen auch immer in denselben Winkel, so circa merkwürdigerweise 73 Grad, diese Anstiege. Und diese Ähnlichkeiten, die wir jetzt aus der Vergangenheit sehen, könnten eben jetzt auch bevorstehen, wie eben damals. Also es läuft meines Erachtens tatsächlich auf eine Wiederholung dieses Szenario von 2001 hier bis 2003, 2004, so wo wir diesen extremen Anstieg des Hui-Gold-Index hatten von irgendwo 0,1211 auf 0,63. Das geht aber auch in Wellen. Und das ist hiermit gemeint. Das waren also im Prinzip drei Primärwelle. Und wir hoffen natürlich, dass jetzt solche Welle in 5 bis 7 Monaten bevorsteht. Kann dann natürlich insgesamt noch weitaus höher gehen. Das kann man jetzt gar nicht sagen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen massiven Anstieg irgendwo bis Anfang nächsten Jahres, Mitte nächsten Jahres kriegen, ist doch sehr wahrscheinlich. Ja, hier ein angehender Silber-Kobalt-Produzent, Kanada. Die haben verschiedene Projekte mit teilweise sehr hohen Silbergrad gefunden und deswegen war das auch, sage ich mal, sehr in aller Munde, sehr interessant und deswegen hat es auch die hohen Bewertungen erreicht. Ist natürlich jetzt mit der Korrektur auch mitgerissen worden, hat aber auch hier seinen Boden erreicht. Die Menge, wie viel Silber ist noch nicht so klar definiert. Klar, es gibt erste Ressourcen, Schätzung sollte aber vermutlich mehr sein. Weiter haben sie noch das EW-Otto-Projekt, 1000 Hektar im Goldlager Kirkland Lake, das am ertragreichen Lader Lake Cadillac Break befindet, 5 Kilometer von der Goldmine Masaka.
die von Kirkland Lake Gold betrieben worden. Massaker ist eine der hochwertigsten Goldminen der Welt. Das haben sie dabei. Und das Projekt Castle Mine in der Vergangenheit produzierten sie Silber, auf dem Silber-Kobalt-Grundstück Silber. Und die Castle Mine Mine befindet sich 85 Kilometer von der Stadt Cobalt, Ontario, dem Herzen des historischen Silber-Kobalt-Mining Camps, 7.800 Hektar. Und dann haben sie noch die Beaver-Mine, durchschnittlichen Kobaltgehalt von 4,68%. Und der Standort des Grundstückes ist wiederum in der Nähe der Stadt Cobalt. Ähm, ja, in der Vergangenheit produzierte die Mine von 1907 bis 1940 221,7 Tonnen Silber, 7,1 Millionen Unzen und 140.000 Pfund Kobalt mit einem Durchschnittswert von 1,5 Pfund pro Tonne. Die Produktion der an die Bever Creek-Mine angrenzenden Ligen umfasst Temiskaming mit 396 Tonnen Gold, ähm, ja, Brady Lake mit 96 Tonnen Gold, und Kobaltlot mit 139 Tonnen Silber. Die Violet Mine war ein früherer Produzent im Kobaltcamp und war ein Ort mehrerer Entdeckung. Die Mine liegt in der Nähe der Stadt Cobalt, ist von vielen anderen hochgradigen historischen Produzenten umgeben. Also es liegt in sehr gut, es ist teilweise sehr hochgradiges Silber. Wie gesagt, hoffen wir, dass wir die Ressourcen aufstecken und dann diese hochgradigen Ressourcen ist definitiv ein Superlativ und das könnte die Mine dann, gerade wenn der Silberpreis auch enorm nach oben pushen. Ja, nochmal generell, also zwischen 1976 und 1980 gab es einen enormen Goldaktien- und Silberbullenmarkt, der teilweise Penny Stocks um das 100, 200, 300-fache hat steigen lassen. Also aus $1.000 Investment konnte man teilweise 50, 100.000 und manchmal bis zu einer Viertelmillion machen. Wir hoffen auf eine ähnliche Situation. Deswegen versuchen wir Goldaktien mit Superlativen, wie zum Beispiel hohen Metallgrad oder hohe Ressourcen zu identifizieren. Ähm, also wir schauen einfach, dass Goldaktien Superlativ haben. Und hier, gerade weil sie jetzt so unglaublich niedrig bewertet wird und wir doch, denke ich mal, vor einer Goldanstiegswelle in den nächsten, wie ich am Anfang beschrieben habe, in den nächsten 5 bis 8 Monaten stehen, ist das meiner Meinung nach, was Goldaktien mit großen Ressourcen oder mit Attributen, wo Superlative dabei sind, ist das eine enorme Chance aus meiner Sicht. Und ich habe hier, wie gesagt, solche Super Goldstock Watchlist zusammengestellt, Aktien mit Superlativen, die hoffentlich dann in einer Goldmanie auch dementsprechend bewertet sind. Ja, das sind die. Ja, nochmal zum 1000-Becker-Report. Also wir versuchen solche Aktien zu identifizieren, nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko zu ordnen. Ist auch eine Exit-Strategie dabei. Versuchen, wie gesagt, einen Potentialfaktor zu berechnen. Einlagen von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft. Das ist ein Unternehmen, deswegen nenne ich die. Die sind jederzeit immer an Gold und Silber kommen, haben geringe Aufschläge. Sie brauchen keine besonders hohen Summen investieren. Jede Summe wird angenommen und sie können sich auch das Gold sofort ausliefern lassen. Preisvergleich, ja, bevor Sie kaufen, immer auf zum Beispiel Gold.de gehen, Vergleichsportale, dass Sie das günstigste Gold und Silber kaufen. Nützliche Informationen, also mit welchem Broker können Sie in der EU arbeiten, mit welchem in der Schweiz, weitere Informationen zu Goldaktien, ja, weitere Informationen zu Statisten, mehrere Videos zu verschiedenen Themen, beispielsweise Uwe Bergold macht gute Videos, kann ich nur empfehlen. Wenn Sie Fragen generell haben, können Sie mir eine Mail schicken, beziehungsweise mich auch anrufen. Ich würde mich dann zurückmelden. Manchmal gibt es in den Reports oder mit den Mails wegen Spam oder ähnlichen Zustellungsproblem in dem Fall, wenn Sie da irgendwas vermissen, mich bitte einfach kontaktieren, mir Bescheid geben. Ja, ich bedanke mich mal ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Besten Dank und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.